Herzlich willkommen zu einer neuen Mivola News Ausgabe. Gaston hat die letzten Wochen genutzt, um einen großen Teil der Felsgestaltung des Allgäus, dem Übergang von der Schweiz zum Flughafen, fertigzustellen. Hier plant er mit unserem Modellbauchef Gerhard den weiteren Verlauf der Gestaltung. Eine umfangreiche und schwere Aufgabe, die wie folgt abläuft. Anfangs wird Fliegengitterdraht aus Metall mit Tackerklammern auf die Holzspanten befestigt. Danach wird das Gitter geformt und der Modellbaugips aufgetragen. Nach einem Tag ist der Gips abgebunden. Mit viel Körpereinsatz und meist bei schwieriger Haltung werden die ganzen Felsen mit einem Schnitzmesser graviert und gestaltet. Der getrocknete Gips wird abschließend mit Wandfarbe in verschiedenen Farben angestrichen, wobei besonders darauf geachtet wird, dass ein realistisches Gesamtbild entsteht. Da kommt eine Brücke rein, da geht die Treppe rauf. Muss ich halt sauber machen, siehst du? Natürlich werden diese Felsen später auch mit einigen Berghütten oder auch Bergsteigern verziert. Auch eine kleine Höhle wurde aus Holzresten erstellt, um auch unseren kleinen Besuchern einen erlebnisreichen Blick zu ermöglichen. Das ist übrigens das erste Mal, dass sich Gaston mit Gips befasst. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Während die Modellbauer immer weitere Gebäude fertigstellen, sind die Elektroniker fleißig mit der Beleuchtung beschäftigt. Vor kurzem stellten wir dieses gigantische Schwimmbad vor. In einem Teilbereich hat Leo mittlerweile originelle Beleuchtungskörper angebracht und kontrolliert noch einmal deren Funktionsweise. Auch hier fließen natürlich viele Ideen mit ein, wobei auf jedes Detail akribisch geachtet wird. Ja, die Nathalie hat so ein schönes Schwimmbad gebaut und ich habe die ehrenvolle Aufgabe, das hübsch zu beleuchten. Man kann hier an der Wand so schöne Fische sehen, die haben extra LEDs bekommen und hier hinten in den jeweiligen Räumen, um dort dem Wellness zu frönen, da haben wir dann Designerleuchten reingebaut. Ja, und hier unten in der Sauna, da hatte sie eine ganz gute Idee. Das ist nämlich eigentlich eine Muschel. Und da haben wir dann ein bisschen experimentiert und festgestellt, dass wenn man da eine kleine Leuchtdiode reinsetzt, das ein ganz schickes Licht macht. Nach der Beleuchtung können auch die einzelnen Figuren herausgesucht und auf die zahlreichen Bäder, wie zum Beispiel dieses beleuchtete Jacuzzi, angebracht werden. Auch der extra angefertigte Gastronomiebereich bekommt Tische und Stühle. Natürlich wird es hier eine Liegewiese für die sonnenhungrigen Wunderländer geben. Bis aber das erste Wasser fließen kann, sind noch einige Kunststoffarten zu testen. Weitere Modelle sind fast fertig, wie zum Beispiel der große Baumarkt. Die letzten Details wie dieser Gastrobereich wurden angefertigt und anschließend von Marcel beleuchtet. Der Neuzugang in unserem Team ist gerade dabei, die einzelnen angefertigten Leuchtstoffröhren zu bemalen. Die aufwendig konstruierten Röhren setzen sich aus hunderten LEDs zusammen. Meist in größeren Bündeln zusammengesetzt, werden sie den Baumarkt später einmal erleuchten. Einige Details zeigen, wie ereignisreich so ein Einkauf sein kann. Fast wie im wahren Leben. Auch der zuletzt vorgestellte Supermarkt bekommt den Feinschliff. Hier werden die letzten Arbeiten getätigt, um das Ganze ins rechte Licht zu setzen. Ebenso wird dieses etwas größere Modell, das Mietwagenparkhaus, mit Licht ausgestattet. In Kooperation mit einer namhaften Mietwagenfirma ist es uns gelungen, einen Nachbau des Gebäudes am Hamburger Flughafen zu erarbeiten. Auch dieses kleine Büro bekommt sein eigenes Licht. Der Großteil dieser Modelle wird schon bald auf die entsprechenden Flächen vorm Terminalbereich gesetzt. Batman und Robin bei der Arbeit. Superhelden unter dem Flughafenbereich teilen sich natürlich die Arbeit. Für die Karnevalsfeiertage haben sich unsere Mitarbeiter eine für den Norden untypische Idee ausgedacht. Warum den Karneval nicht ins Wunderland holen? Ob Mario und Luigi, Popeye, Ich weiß nicht, wie ich den ganzen Tag so gucken soll. Schneewittchen, ein dicker Brummer oder auch unsere Katze, die sich als Hund verkleidet hat. Zahlreiche Charaktere haben 2 Tage lang die Arbeit unserer Mitarbeiter übernommen und für viel Gelächter gesorgt. Zu guter Letzt noch ein kleines Gruppenfoto als Andenken. Kamelle durfte bei dieser Gelegenheit natürlich nicht fehlen. Vor kurzem präsentierte DJ Bobo seine neue Bühnenshow im Miniatur Wunderland. In diesem Rahmen gab er sogar ein kleines Exklusivkonzert in der alten Kaffeebörse in der Speicherstadt. Nach strengsten Vorgaben wurde von Tina die kleine DJ Bobo-Figur neu angefertigt. Hier bekommt der Sänger nun sein neues Bühnenoutfit. Somit ist auch die neue Show von DJ Bobo bei uns auf der Anlage angekommen und jedem Besucher per Knopfdruck zugänglich. Beim Flughafen gibt es mittlerweile täglich Neuigkeiten zu entdecken, wie diese kleinen Windschutzkonstruktionen. Um später einmal zu vermeiden, dass die Flugzeuge sich gegenseitig wegpusten, ist Elke gerade dabei, feinfühlig über 300 dieser Bauten zusammenzustellen. Diese Tankstelle für die Feuerlöschfahrzeuge wird aus verschiedenen Bausätzen von Tina zusammengestellt und verfeinert.
Entsprechend wird sie der Originalvorlage am Hamburger Flughafen angepasst. Natürlich ist auch die Stromversorgung für die Flugzeuge am Boden wichtig. Daher werden etwa 100 Aggregate hergestellt. Aber das ist letztlich nur ein Teil der Flughafenausrüstung, die wir mit viel Handarbeit in Hunderten von Stunden speziell anfertigen. Seit es das Wunderland gibt, haben wir davon geträumt, einmal ein eigenes Panini-Sammelalbum zu erstellen. Nun ist es endlich soweit. Unter den über 200 schönen Stickern aus dem Wunderland finden sich die beliebtesten Details, die schönsten Nachtaufnahmen und sogar Gutscheinsticker. Das Sammelalbum und die Sticker sind ab sofort direkt im Wunderland vor Ort, im Wunderland Online-Shop oder an vielen Kiosken oder Bahnbuchshops deutschlandweit erhältlich. In einer extra hierfür eingerichteten Tauschbörse können Sie Ihre Sammlung komplettieren. Mit dem Einbau der letzten Platte wurde das Richtfest unseres Flughafens gefeiert. Als einer der 3 Bauherren bedankte sich Gerrit bei allen Mitwirkenden. Ihr habt wirklich riesig dazu beigetragen, dass diese ganzen Sorgen, die ich habe, immer kleiner werden. Denn im Endeffekt, ich bin kein Ingenieur, ich bin auch kein echter Bauherr. Ich bin auch nicht Architekt. Wir haben hier die Idee gehabt, haben eine Zeichnung gemacht, haben uns technische Grundzüge überlegt und haben dann alle zusammen versucht, diese blöden Ideen umzusetzen. Und soweit wie wir jetzt gekommen sind, wird das letzte Stück wohl auch funktionieren. Natürlich kam ihm die Ehre zu, den letzten Nagel einzuschlagen. Es handelt sich bei uns dabei weniger um ein Eisenteil, als vielmehr um die letzte Holzplatte, welche die Flughafenfläche komplett schließt. Anschließend wurde das Ereignis feierlich begossen und die Gläser ordnungsgemäß am Boden zerschlagen. Auf eine baldige Eröffnung des Airport Knuffingen. Das war's auch schon wieder für diesen Monat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.